wir fahren schneller. Wir brennen heller. Unsere Augen leuchten greller. Unsere Augen groß wie Teller. Deutschland, spiegelglatt. Deutschland, spiegelglatt. Ich bin Mavi Hörbiger und wurde 1979 in München als Tochter eines Nachtclubbesitzers und Liedtexters und eines Models geboren. 1995, mit 16, begann ich, einer familiären Tradition folgend, professionell zu schauspielern. Ingo Niermann lernte ich 1999 in München kennen. Wir teilten viele gemeinsame Freunde und Bekannte aus dem weiteren Zirkel sogenannter Popliteraten. Ingo wirkte so durchscheinend, dass man, auch wenn man nächtelang mit ihm redete, nie ganz sicher wusste, woran und ob man überhaupt mit ihm war. Die gesamte deutschsprachige Kulturwelt wurde damals von weißen Männern beherrscht. Ingo und ich schwammen im Chauvinismus wie Fische im Wasser, wobei Ingos Fisch im Wassersein nur bedingt zu trauen war. Ingo war und blieb ein Mann. Mein halbes bisheriges Leben später gab mir Ingo den Text, den ich jetzt lesen werde. Er handelt von einer Enklave unerbittlich weißer Männer, die in einer fiktiven Gegenwart versuchen, die Macht noch einmal an sich zu reißen. Die in dem Text beschriebene Welt beginnt von der unsrigen abzuweichen, als 2018 in zahlreichen Ländern Verfahren zur Generierung künstlicher menschlicher Spermien zugelassen werden. Bald darauf beginnen sich die Männer, da sie nun nicht einmal mehr zur Fortpflanzung benötigt werden, in autonomen Zonen, sogenannten Bastionen, abzusondern. Beim ersten Lesen von Ingos Text konnte ich mich oft vor Lachen kaum halten. Nach all den Erfahrungen, die ich in meinem Beruf und in der alltäglichen Konfrontation mit der neuen Rechten gemacht habe, bin ich eine entschiedene Feministin geworden. Doch was mich an Ingos Text so lachen lässt, ist nicht, dass er sich über weiße Männer lustig macht, sondern mit welcher Lust er von ihnen erzählt. Einer Lust, erstarrten Überzeugungen so weit zu folgen, bis sie sich selbst auflösen. Sie werden durchscheinend und durchlässig wie Wasser. Das Aussterben. Die Geschichte der Menschheit war bestimmt von dem Bestreben, sich gegenüber den anderen Tieren als besonders hervorzutun. Doch dann kam eine Zeit, in der wurde jedes Tier, das mit einem Stöckchen stocherte oder mit einem Steinchen hämmerte, von den Menschen als eine Sensation bejubelt. Wir sind nicht die einzigen Wesen mit einer gewissen Intelligenz. Wir sind nicht allein. Wenn wir schon keine außerirdischen Intelligenzen entdecken, dann wenigstens die irdischen. Lasst uns nicht nur andere Menschen, sondern auch nichtmenschliche Wesen lieben, wie uns selbst. Die artübergreifende Solidarität war nicht ganz selbstlos. Sie wurde vom Argwohn gegen ein menschliches Geschlecht getragen, das sich auf seine Intelligenz allzu viel eingebildet und nicht nur die anderen Arten, sondern auch die eigene auf eine einzigartige Weise unterdrückt hatte. Es war dies das Geschlecht des weißen Mannes. Praktisch alles, was die Menschheit heute prägte, hatte es erfunden oder entdeckt. Gut, Feuer, Rad, Pasta und Schießpulver nicht, auch nicht Schrift und Zahlen, aber Buchdruck, Klavier, Geige, Mikroskop, Teleskop, Dampfmaschine, Verbrennungsmotor, Wechselstrom, Kunstdünger, Fahrrad, Zug, Auto, Flugzeug, Rakete, U-Boot, Panzer, Atombombe, Kernreaktor, Fotofilm, Telefon, Radio, Fernsehen, Computer, Satellit, Internet, virtuelle Realität, Stahlbeton, Fahrstuhl, Rolltreppe, Waschmaschine, Kühlschrank, Klimaanlage, Plastik, Teilchenbeschleuniger, Penicillin, Vollnarkose, künstliches Herz, Genanalyse, Genmanipulation, Sonett, Oper, 12-Tonmusik, Kokain, Heroin, Speed, Valium. Weiße Männer waren als erstes auf die höchsten Berge gestiegen, waren als erstes zum Nordpol und zum Südpol gewandert, hatten als erstes die Erde umrundet, waren als erstes zum Mond geflogen, waren als erstes an den tiefsten Punkt des Meeres getaucht, hatten als erstes die gesamte Erde kartografiert, hatten die meisten Tiere und Pflanzen entdeckt und die meisten ausgerottet. Nun drohten sie selbst auszusterben und niemand schien es zu kümmern. Auch die weißen Männer selbst hatten Besseres zu tun.
Etwa von zunehmend nicht weißen Männern programmierte Computerspiele zu spielen oder ihre Muskeln zu trainieren, um sie doch nicht zu benutzen. Dabei war die Statistik unerbittlich. Zunächst hatte sich der relative Anteil weißer Männer an der Weltbevölkerung kontinuierlich zu verringern begonnen, nun auch ihre absolute Zahl. Dies geschah, ohne dass äußere Feinde oder eine widrige Umwelt weißen Männern gefährlich wurde. Weder andere Arten noch andere Subspezies, ja nicht einmal andere weiße Männer, wurden weißen Männern gefährlich. Andere Arten, die ihnen gefährlich werden könnten, waren längst komplett oder bis auf wenige in abgelegenen Reservaten und Meeren beheimatete Exemplare ausgerottet. Menschen, andere weiße Männer eingeschlossen, war es in der Regel zu gefährlich, weiße Männer anzugreifen, dafür verfügten diese über zu mächtige Waffen und zu gute Ortungssysteme. Die meisten Widrigkeiten, die den weißen Männern ihre Umwelt bereitete, hatten sie selbst kreiert. Eine Verschmutzung genannte globale Vergiftung, eine Artensterben genannte Artenvernichtung sowie zunehmende klimatische Extrembedingungen, die, als besäßen sie keine Realität, Unwetter genannt wurden. Doch solche Euphemismen konnten sich die weißen Männer leisten, denn nichts davon wurde ihnen richtig gefährlich. Ihre Heizungen, Klimaanlagen, Dämme und Monokulturen funktionierten weiterhin hervorragend. Wenn ein weißer Mann frühzeitig starb, dann lag es eher am Konsum von zu viel als von zu wenig Nahrung, eher am freiwilligen als am unfreiwilligen Konsum von Schadstoffen, eher an zu viel Ruhe als an zu viel Verschleiß. Die Lebenserwartung weißer Männer war über Jahrzehnte hinweg deutlich gestiegen und hatte sich gegenüber der Zahl, als weiße Männer noch nicht die Welt dominierten, mehr als verdoppelt. Wenn sie in letzter Zeit doch etwas sank, dann nur unwesentlich. Nein, das alles war nicht das Problem. Die Ursache für das allmähliche Aussterben weißer Männer stand ihrer sonstigen Einzigartigkeit in nichts nach. Weiße Männer pflanzten sich nur noch unzureichend fort. Die Schuld dafür gaben sie den weißen Frauen und den weißen Männern, die den Frauen die Verweigerung der Fortpflanzung im Auftrag einer ominösen, das hieß im Zweifelsfall jüdischen, auf ein White Male Genocide zielende Verschwörung ermöglicht hatten. Dank Antibabypille konnten Frauen beim Sex mit Männern nach Belieben entscheiden, sich fortzupflanzen oder nicht. Dank des Rechts auf Abtreibung und der Pille danach konnten Frauen eine erfolgreiche Fortpflanzung im Keim ersticken. Dank Emanzipation konnten Frauen sich auch ohne Gatten ein komfortables Leben bereiten. Und schließlich konnten sie sich seit 2018 auch komplett ohne Männer fortpflanzen. Bei diesem letzten Schritt ihrer Entmachtung waren weiße Männer allerdings schon nicht mehr federführend gewesen, sondern Forscher in China und Japan. Zuerst kreierten sie Sperma aus embryonalen Stammzellen, das noch in Hoden nachreifen musste, dann auch aus Knochenmark von erwachsenen Frauen. Schließlich gelang es ihnen, Sperma komplett außerhalb eines Körpers zu kreieren, erst das von Mäusen und wenige Jahre später das von Menschen. Spätestens als man es schaffte, künstliches Sperma von einer Qualität zu produzieren, dass keine In-vitro-Fertilisation mehr erforderlich war, sondern Frauen es sich an fruchtbaren Tagen selbst in die Vagina spritzen konnten, gewann es in der westlichen Welt rasant an Popularität. Überall da, wo vaterlose Familien sozial anerkannt waren, waren die Geburtenraten so niedrig, dass jedes Mittel, sie zu steigern, willkommen war. Besser einheimischer lesbischer Nachwuchs als noch mehr Immigration. Nur, dass sich auch heterosexuelle Frauen vor allem weibliches Sperma spritzten, und zwar ihr eigenes. Jede Frau konnte Maria sein, und ihr sie befruchtender Gott. Die Jungfernzeugung war in den westlichen Ländern offiziell verboten, doch ließ sich das Verbot mittels ausländischer Labore leicht umgehen. Und selbst wenn viele Frauen weiterhin vor der Jungfernzeugung zurückschreckten, änderte allein schon die Möglichkeit ihrer Einstellung zu den Männern. Sie brauchten sich ihnen nicht länger in Torschlusspanik anzudienen. Bis zuletzt blieb ihnen die Option mit dem künstlichen Samen. Wenn nicht ihr eigener, dann der einer guten Freundin. Oder sie wurden Teil eines Frauenkollektivs und spritzten sich den Samen aller Mitglieder gleichzeitig. Die Sezession. Es ging den weißen Männern bei ihrem Aussterben gar nicht schlecht. So wie auch die weißen Männer ihre einstigen Rivalen und Jäger, als sie ihnen nicht mehr gefährlich waren, in Reservaten und Zoos gewähren ließen und sogar hätschelten, so gestanden nun die anderen menschlichen Subspezies den weißen Männern besondere Zonen zu. Als die weißen Männer noch die Welt beherrschten, hatten sie eine solche Zukunft bereits in düsteren Szenarien heraufbeschworen.
So wie die Native Americans würde man auch sie, die Native Moderns, eines Tages zusammen pferchen und mit Drogen ruhig stellen, während ihre zeugungsfähigen Frauen von nicht weißen Männern verschleppt oder vergewaltigt würden. Nur hatten sie übersehen, dass sie längst dabei waren, sich ihre Reservate selbst zu schaffen, indem sie ausgerechnet in strukturschwachen, ethnisch kaum durchmischten Regionen damit begonnen hatten, gegen gar nicht vorhandene Ausländer zu agitieren, die ihnen gar nicht vorhandene Jobs wegnahmen. Zeugungsfähige Frauen suchten sowieso das Weite. In einem nächsten Schritt nutzten völkische Kader und Siedler die in diesen Regionen immer weiter sinkenden Immobilienpreise, um sich Burgen, Schlösser und Bauernhöfe zu sichern und sich in altertümlichen Formen von Subsistenzwirtschaft zu Ecological Natives zurückzuentwickeln. Doch die royale Gentrifizierung von rechts verlief schleppend. Es gab gute Gründe dafür, dass der Beruf des Kleinbauern nicht besonders attraktiv war. Zugleich trieb die Kostenexplosion in den Städten auch eine linksliberale Mittelschicht aufs Land. Ein Strategiewechsel musste her. Wollte man nicht nur die eigene Straße als national befreit deklarieren, dann musste man ein breiteres Bündnis schließen. Eines, das auf einer Gemeinsamkeit basierte, die jeder tagtäglich unmittelbar spürte, vom morgendlichen Pinkeln und Masturbieren bis hin zum nächtlichen Pinkeln und Masturbieren. Es konnte nicht anders sein, ein Bündnis weißer Männer. Die durchschnittliche Penisgröße war etwas, worin sich verschiedene Ethnien nachweislicher unterschieden als in ihrer Intelligenz. Und die Unterschiede zwischen Männern und Frauen kamen nirgends stärker zum Tragen als an Orten, an denen Männer in deutlicher Überzahl waren. Einerseits fühlten sich Frauen hier permanent bedroht, andererseits waren sie hier umso begehrter. Doch als 2019 die große Covid-19-Epidemie ausbrach, die vor allem älteren Männern das Leben kostete und viele jüngere Männer unfruchtbar machte, handelte es sich dabei für viele weiße Männer um ein weiteres Komplott. Zum einen gegen sie als Gattung, zum anderen gegen sie als Gatten und Väter, mit dem Ziel, sie zügig zu beerben. Frauen zu vertreiben wurde zum Selbstschutz. Das Insistieren darauf, eine Sezession weißer Männer zu sein, war zunächst noch umstritten. War man nicht auf dem Land sowieso vor nicht weißen Männern sicher? Wozu also war diese Provokation nötig, fragten die einen. Warum, erwiderten die anderen, könnten nicht auch Weiße auf ihr Weißsein so selbstverständlich stolz sein, wie Schwarze auf ihr Schwarzsein? Sicher, es habe koloniale Gräueln und den Holocaust gegeben. Aber wenn man dies als Weißer, insbesondere als weißer Mann, schon nicht abstreifen könne, sondern kollektiv schuldig sei, dann sei es doch nur konsequent, unter sich zu bleiben wie in einem Gefängnis. In nichts zeige sich die besondere Größe der weißen Rasse deutlicher als darin, wie sehr sie sich schuldig gemacht und andere unterdrückt habe. Herkömmliche rechtsradikale Weiße wollten genauso stolz wie etwa Schwarze auf ihren Körper sein und wüssten doch ganz genau, dass ihre Haut nicht so schön glänze und ihre Penisse kleiner ausfielen. In der Antike sei man so intelligent gewesen, die idealisierten Männerstatuen mit extra kleinen Penissen und Hoden auszustatten. Weiß bedeutete weg von Erde und Samen hin zum Licht. Stolz darauf, weiß zu sein, bedeutete stolz darauf zu sein, einer immer noch sehr erfolgreichen Kriegerkaste anzugehören. Ziel ihres Kampfes sei die Überwindung der eigenen Art. Rasse und Geschlecht würde dann hinfällig. Die Flagge der Sezession weißer Männer wurde eine weiße Fläche mit 2 sich kreuzenden schwarzen Diagonalen. Das Motiv erinnerte an das Southern Cross, die zweite Flagge der amerikanischen Konföderation, brachte aber auch den Willen der weißen Männer zum Ausdruck, sich zugunsten einer noch besseren Rasse bzw. Art selbst auszulöschen. Die Bastion. Der Sezessionsbewegung weißer Männer gelang es, Männer mit ganz unterschiedlichen Interessen für ihre Enklaven, sogenannten Bastionen, zu gewinnen. Manchen gefiel, traditionelle Männerzirkel wie Crew, Armee, Guerilla, Kloster, Ritterschaft, Burschenschaft, Herrenclub, Gang oder eben Gefängnis als solche neu zu beleben. Anderen gefiel, in neueren, gewöhnlich ohnehin männlichen dominierten Soziotopen wie Start-ups oder Extremsport völlig vor Frauen geschützt zu sein. Wieder anderen gefiel, traditionellen Frauenberufen nachgehen zu können, ohne sich in Frage gestellt zu sehen. Und nicht wenigen gefiel von allem etwas. Das Fehlen realer Partnerinnen stellte für viele weiße Heteros keinen besonderen Verlust dar. In längeren Beziehungen kam Sex und Liebe oft ohnehin zum Erliegen.
Und für diejenigen ohne Beziehung waren sie oft nur ein zermürbendes Versprechen. Die Sexrate sank in allen westlichen Ländern beständig. Seit Frauen sich ohne Männer fortpflanzen konnten, noch umso mehr. Auch viele Männer, men going their own way, masturbierten lieber, als sich dem Stress möglicher oder existierender Beziehungen auszusetzen und mussten in den Bastionen weißer Männer deshalb keine Diskriminierung fürchten. Kniffliger war die Frage, wie man es mit den Nazis hielt. Auch wenn die Bastion sich offiziell als ein Ort verstand, in dem Extropisten ungestört auf die Überwindung der menschlichen Art hinwirken konnten, so gingen sie doch aus einer völkischen Siedlerbewegung hervor, über die man sich nicht einfach hinwegsetzen konnte, ohne gewaltsame Racheakte zu provozieren. Man gab darum allen bestehenden rechtsextremen Siedlungen und Hausprojekten samt Frauen Bestandsschutz und sicherte ihnen darüber hinaus zu, sich in einem engeren Umfeld uneingeschränkt artikulieren zu dürfen. Die Bastionen wurden für ihren toleranten Umgang mit Rechtsextremen hart angegangen, worauf sie konterten, dass eine Gesellschaft, die über keine wirklich effektive Mittel zur Umerziehung von Nazis und Rassisten verfüge, nicht immer nur Nazis rausfordern könne, sondern dass diese dann ja auch irgendwo anders rein müssten. Nach dem Ausbruch der Covid-19-Epidemie wurden in allen europäischen und nordamerikanischen Staaten Bastionen weißer Männer errichtet. In dem Maße, in dem die Bastionen an Attraktivität gewannen, stellte sich die Frage, wie man konkret mit nicht weißen Männern verfuhr, die den Wunsch äußerten, sich dort ebenfalls anzusiedeln. Längst gab es auch Bastionen schwarzer, chinesischer und arabischer Männer, aber manche zog es trotzdem in das weiße Original. Wenn man auf physisches Weißsein bestand, musste man bestimmte Gensequenzen als wesentlich definieren und durfte höchstens eine gewisse prozentuale Verunreinigung erlauben. Die meisten Bastionen weißer Männer entschieden sich dagegen, denn eine solche Separation blieb letztlich willkürlich. Vielmehr begriff man die weiße Rasse als eine Larve, die sich erst noch in etwas ungleich Größeres als jede Rasse verwandeln musste. Dieser Prozess definierte sich von einem Ziel, nicht von seinen Ursprüngen her. Darum war letztlich jeder, der sich als eine solche Larve oder auch nur als Fragment einer solchen Larve begriff, willkommen. Das schloss Transsexuelle ein und manche Bastionen gingen so weit, auch Frauen jenseits der Menopause zuzulassen oder nur Menschen mit intakter Gebärmutter explizit auszuschließen. Die verschiedenen Bastionen waren bemüht, sich ähnlich wie der Islamische Staat in seiner Hochphase im Irak und in Syrien zu durchgängigen Zonen zu verbinden. Allerdings beanspruchten die Bastionen keine formale Unabhängigkeit. Es stand den Bewohnern des beanspruchten Territoriums frei, ihnen beizutreten bzw. Anteile zu erwerben oder nicht. Um ihre Präsenz unter Beweis zu stellen, waren die Bastionäre aufgefordert, allerorten Flagge zu zeigen. Sie platzierten das schwarze diagonale Kreuz in ihren Gärten, auf ihren Dächern, in ihren Fenstern, auf ihren Autos, auf ihren Kleidern und auf ihrer Haut. Ein eigenes Navigationssystem zeigte an, welche Häuser und Ländereien bereits in ihrem Besitz waren. Die Bastionen wurden auf unterschiedliche Weise regiert. Viele weiße Männer gaben der Demokratie die Schuld für ihren Niedergang, hatten sie doch, da hier nicht mehr das Recht des Stärkeren, sondern das der Masse galt, Frauen- und Minderheitenrechte auf Dauer unumgänglich gemacht. Entsprechend aufgeschlossen zeigte man sich für alternative Regierungsformen wie Oligarchie, Diktatur, Meritokratie, Radical Democracy oder Sortition. Die Bastionen wurden als Vereine, Stiftungen oder Unternehmen geführt. Manche versuchten auch, als religiöse Wertgemeinschaften anerkannt zu werden, damit Polizei und Behörden in ihrem Ausbreitungsgebiet auf den Einsatz weiblichen und farbigen Personals verzichteten. Manche strebten mittelfristig einen eigenen Bundesstaat nach Vorbild des südafrikanischen Volksstaats an. In Deutschland, wo durch die Wiedervereinigung große Teile Ostdeutschlands besonders stark entvölkert und vermännlicht waren, schickte sich dessen größte Bastion, der gemeinnützige Verein Deutsch Südost, kurz DSO oder umgangssprachlich Desso, an, einen vom westlichen Thüringen bis zum westlichen Sachsen reichenden 250 Kilometer langen und bis zu 50 Kilometer breiten Korridor zu dominieren. Größere Städte wie Halle, Erfurt, Weimar sparte man aus. In Argentinien, Russland und Amerika entstanden weitaus größere Bastionen. Deutsch, Südost, war nur insofern besonders, als es hartnäckig den Anspruch erhob, die erste Bastion überhaupt zu sein.
was insoweit stimmte, als Deutsch-Südost die erste imaginierte Bastion gewesen war. Und aus dem Grund war sie vielleicht auch die schillerndste. Das folgende Wer ist wer gibt einen Überblick über die auffälligsten Protagonisten. Sie werden bei ihrem Vor- und ihrem Decknamen benannt, den sie in Deutsch Südost anstelle des durch Geburt und Staat vorgegebenen Nachnamens verwandten.